Am 5. Mai 1934 wurde im Kurpark von Bad Dürnberg einer der wichtigsten Funde der europäischen Vorgeschichte entdeckt, die sogenannte mesolithische Schamanin von Bad Dürnberg. Beim Anlegen eines Leitungsgrabens fand man Rötel und Geräte, rief dann den Grabungstechniker Henning vom Landesmuseum, der grub die Schamanin aus und sie wurde sofort berühmt und seitdem war es eines der wichtigsten Schamaninnengräber, die wir überhaupt in Europa hatten. Und es war dann ein Glücksfall, als bei neuen Arbeiten im Kurpark der Kabelgraben wieder entdeckt wurde, Rötel im Kabelgraben entdeckt wurde und es uns möglich war, das Grab wieder zu entdecken. Nach aufwendigen Arbeiten haben wir das Grab hier in diese Halle gebracht als Blockbergung. Dort wird es seit mehr als einem Jahr erforscht mit fantastischen Ergebnissen, die es uns ermöglichen, diese spannende Zeitperiode ganz neu zu sehen und die Schamanin neu zu entdecken. Die Schamanin von Bad Dürnberg ist einer der faszinierendsten Funde der Archäologie überhaupt. Es war immer die Frage, woher genau kommt die Schamanin? Und zwar war das deshalb die Frage, weil die Schamanin beim Leitungsbau entdeckt wurde vom Reichsarbeitsdienst in den 30er Jahren. Die Kollegen kamen dazu, aber die hatten ja wenig Zeit zum Ausgraben. Und deshalb sind sie sozusagen in diesen Leitungsgraben und haben seitlich die Grube erweitert. Und es war immer die Frage, haben sie das ganze Grab ausgegraben? Ist die Bergung aller Funde gelungen oder war das nicht der Fall? Und vor allem war die Frage, wo genau wurde die Schamanin entdeckt? Ja, alles, was wir von der Schamanin wussten, war, dass sie im Leitungsgraben gefunden wurde, und zwar am 4. Mai 1934. Und das ist die Zeichnung, die die Kollegen hier angefertigt haben. Und das ist auch die Skizze, die sie dazu angefertigt haben. Wir sehen hier den Leitungsgraben. Wir sehen hier das Grab, wie sie es vermutet hatten. Und hier haben sie die ganzen Funde gemacht. Und natürlich kamen auch ganz kleine Funde wieder rein, weil sie offenbar nicht alles bergen konnten. Und jetzt war es die Aufgabe, dass wir diesen Leitungsgraben finden. Das war nicht so schwer, wir mussten nur die Leitung finden, die Leitung verfolgen, und die Kollegen fanden in etwa an der Stelle, wo es damals angegeben wurde, Rötelspuren, und da war uns klar, Rötel kommt nur in diesen mesolithischen Gräbern vor, und wir werden das Grab gefunden haben. Und dann haben wir die Grabung hier gestartet und Sie haben die Blöcke gesehen, die wir hier haben, und hier ist sozusagen diese gleiche Zeichnung überlagert von den beiden Blöcken, die wir genommen haben. Und Sie sehen, wir haben einen Teil der Grabgrube erwischt und Sie haben von der Seite sozusagen eingegraben. Aber wir sehen heute in einem der Blöcke, die wir freigelegt haben, dass eben nicht alles erfasst wurde, dass die Grabgrube nur in Teilen erfasst wurde. Wir haben nun alles versucht, um den Fund möglichst perfekt zu bergen, und am besten macht man das heute in großen Blockbergungen. Und um ganz sicher zu gehen, haben wir 2 Blöcke genommen auf beiden Seiten des Kabelgrabens. Und ich darf Ihnen versprechen, wir haben sowohl in diesen wiederverfüllten Sedimenten des Leitungsgrabens, aber auch in der originalen Grabgrube eine ganze Menge an Funden entdeckt, die uns zeigen, wir haben genau die richtige Stelle getroffen beim Nachsuchen, und wir können nun sehr viel besser einschätzen, wie das Grab der Schamanin angelegt war. Ja, Frau Scheunchen, das sind ja ganz tolle Untersuchungen. Das ist nun der Block am Beginn der Grabung. Genau, so sah er direkt nach dem Öffnen aus. Dann haben wir, nachdem wir das erste Planum dokumentiert haben, verschiedene Proben genommen. Wir haben Bodenproben genommen, wir haben OSL-Proben genommen, Mikromorphologieproben, wir haben auch Sediment entnommen für möglicherweise spätere DNA-Proben. Das heißt, Sie haben mit der ganzen Methodik, die wir so drauf haben, drauf geschossen. Wir haben alles aufgefahren, was wir haben. Ist ja auch bei so einem bedeutenden Fund richtig und bei der Forschungsgrabung vernünftig. Genau, dann ging es weiter. So sah das aus, als wir die also die Sedimente für die DNA-Proben genommen haben. Das haben wir alles im Rasterverfahren gemacht.
Und das macht man heute ja so nicht, dass man diese Sedimente nimmt und man kann in den Sedimenten DNA nachweisen. Genau, dann haben wir hier noch verschiedene Messverfahren angewendet. Wir haben eine Suszeptibilitätsmessung gemacht, also die magnetische Eigenschaft des Bodens. Wir haben mit dem Spektralphotometer Farbmessungen gemacht, damit wir die Farbwerte oder Unterschiede im Sediment, die wir optisch nicht nachweisen können, mit dieser sogenannten Farbpistole fassen können. Das haben wir auch im Rasterverfahren auf dem kompletten Block gemacht. Und das war ja ganz aufregend, weil wir haben mit dem Auge ja nichts gesehen. Und aber mit dieser Farbmesspistole hat man dann plötzlich sozusagen die Grabgrube eigentlich schon erahnen können. Tatsächlich konnten wir sie mit der Pistole erfassen, bevor wir sie optisch fassen konnten. Ja, und das ist auch für die weiteren Forschungen wichtig, weil das bedeutet, dass wir möglicherweise in Zukunft Funde in einem viel höheren Stadium erfassen können, nicht bevor sie weit abgetragen sind und damit auch viel besser dokumentieren können. Genau. Hier haben wir uns auch mal mit der Thermographie probiert. Also wir haben den Block aufgeheizt, um zu gucken, ob aufgrund von Sedimentunterschieden der Wärmespeicher innerhalb des Blocks unterschiedlich ist. So, und hier waren wir dann auf dem Niveau, wo wir die Grabgrube auch optisch fassen konnten. Wir sehen hier die original mesolithische Grabgrube, wie sie sich in der Gerölllage abzeichnet. Und hier vorne, der etwas hellere Bereich, das ist die Störung von 1934. Und da sieht man ja, dass die Steine sozusagen außerhalb der Grabgrube liegen. Genau, also diese Geröllschicht war ursprünglich durchgängig und wurde dann gestört durch das Ausheben der Grabgrube. Und da konnten wir sie fassen. Genau. Die Und das ist sozusagen die originale Grabgrube, in der wir noch einiges erwarten können. Genau. Also wir sehen hier den Verlauf der Grabgrube und wir sehen hier, das hellere Sediment ist die Verfüllung des Leitungsgrabens, die 1934 wieder eingebracht wurde. Also wir haben hier die Grabgrube gestört durch den Leitungsgraben von 1934. Das bedeutet aber, hier wo ich jetzt stehe, war damals der Leitungsgraben, der natürlich viel schmäler war. Genau. Die zerstören beim Reichsarbeitsdienst, als sie den Leitungsgraben machen, zerstören sie sozusagen das Grab, wühlen die Dinge raus und rufen die Kollegen vom Landesmuseum. Die kommen an, gehen eigentlich in den schmalen Leitungsgraben und graben sozusagen seitlich in die Grabgrube. Aber da sie ja nichts sehen können, graben sie die Grabgrube nicht ganz aus, sondern erreichen nur einen Teil. Und der Rest der Grabgrube steckt noch hier drin. Und wir müssen natürlich und werden auch darauf hoffen, dass wir hier noch weitere Dinge finden. Sie haben aber jetzt schon in der Grabgrube einige Dinge gefunden. Ist das richtig? Ja, zum Beispiel haben wir hier diese Tierzähne gefunden, wie sie auch 1934 schon gefunden wurden, sowohl mit einer Bohrung, die man hier gut sieht, als auch ohne Bohrung. Das ist das, was wir bislang aus der Originalgrabverfüllung geholt haben. Aus dem Leitungsgraben haben Sie auch noch was gefunden? Da haben wir sehr viele Funde gefunden. Ich habe mal das rausgeholt, was jetzt repräsentativ ist. Da haben wir zum Beispiel noch Knochen von der Schamanin selbst gefunden. In dem Fall haben wir hier so einen kleinen Fingerknochen. Das ist natürlich ganz wichtig, weil dieser Fingerknochen nie im Museum war. Der war in der Bodenlagerung. Und wir können davon ausgehen, dass wir in diesem Fingerknöchelchen eine Menge naturwissenschaftlicher Untersuchungen machen können, die an den Funden, die Jahrzehnte im Museum lagerten, möglicherweise nicht mehr so gut möglich sind. Des Weiteren haben wir Reste von Muscheln gefunden, die dort beigegeben waren, aber auch Schildkrötenpanzer. Und Schildkröten sind natürlich wichtig. Im Schamanistischen sind Tiere wichtig. Schamanen verwandeln sich oft in Tiere, in Vögel oder etwa in Hirsche oder Rentiere oder Ähnliches. Und diese Schildkröten können natürlich für Trommeln dienen oder für Kleiderbesatz oder für Ähnliches. Die Kollegen haben hier auch einen Zahn gefunden. Wir müssen ihn noch untersuchen, aber es dürfte sich um einen Wildschweinzahn handeln. Und dieser Wildschweinzahn ist durchbohrt. Und das ist etwas ganz Besonderes. Er war also Teil eines Gehänges, möglicherweise des Fransenvorhanges der Schamanin. Warum sagen wir zur Schamanin immer Schamanin? Weil wir den tungusischen, sibirischen Schamanismus kennen und weil wir die Äußerungen des Schamanismus kennen. Und zum Schamanismus gehört ein Schamanengewand. Der Schamanen schützt sich sozusagen mit dem Gewand, beispielsweise mit diesem Vorhang vor den bösen Blicken anderer.
aber er schützt auch die anderen vor seinen machtvollen Zauberblicken, die die Gemeinschaft gefährden könnte. Und so etwas ist hier möglicherweise auch der Fall. Es ist nicht immer so einfach, methodisch, dass man sozusagen vom sibirischen Schamanismus einfach zurückgeht auf einen paläolithischen, mesolithischen Schamanismus. Andererseits ist es aber auch nicht unmöglich, weil natürlich dieser Schamanismus eine Glaubensform ist, eine religiöse Ekstasetechnik, die offenbar über Jahrzehntausende im Jägerischen besteht und sich möglicherweise nur in kleinen Resten erhalten hat. Sie sehen ja an unseren Religionen, sei es der Islam oder sei es das Christentum, dass diese sich ja sehr lange halten, aber unterhalb dieser Vorstellungen gibt es magische Vorstellungen, wie die Idee zum Beispiel des bösen Blickes, die sich viel länger gehalten hat. Also wir wissen jetzt, das ist tatsächlich das ehemalige Grab der Schamanen, das ist der Ort der Störung und die Blockbergung hat sich also vollständig gelohnt. So wie ideal wie hier in dieser Halle hätten wir das ja nie ausgraben können. Genau. Wir sehen aber auch, dass es keine normale Grabgrube ist. Also normale Grabgruben sind ja länglich, da liegen die Leute. Und wir sehen ja, dass der Fundbericht stimmt, dass die Schamanin offenbar aufrecht bestattet war, wie das im Mesolithikum üblich ist. Also hockend oder halb stehend, das wissen wir nicht mehr genau, aber auf alle Fälle aufrecht im Grab sitzend, wohl mit dem Kind zwischen den Oberschenkeln. Genau. Ja, und deshalb lohnt sich natürlich, es nachzugraben, weil man erst bei der Nachgrabung diese Dinge entdecken kann. Und wir sehen, hier ist ein relativ großer Aufwand betrieben, ein Aufwand, der sich angesichts der Bedeutung des Fundes aber natürlich als völlig sinnvoll erwiesen hat.